Bist du auf der Suche nach einer Destination für deine nächste Radreise? In diesem Video zeigen wir dir unsere 8 Highlights, die uns auf unseren Radreisen durch 30 Länder landschaftlich am meisten beeindruckt haben. Aber Achtung, dieses Video könnte starkes Fernweh auslösen. Highlight Nummer 1: Tadschikistan, der Pamir Highway und Wakhan Valley. Der Pamir Highway in Tadschikistan, das Eldorado für Radreisende. Jedes Jahr zieht es mehr Radbegeisterte in die entlegenen Berge des Pamirs und das aus gutem Grund. In Zentralasien gelegen verbindet der Pamir Highway die Hauptstadt Tadschikistans, Duschanbe, mit der kirgisischen Stadt Osch. Von einem klassischen Highway ist hier allerdings nicht viel zu sehen. Die Strecke führt über abenteuerliche Bergstraßen, deren Zustand jede erdenkliche Form annehmen kann. Nach starken Regenfällen sind Hangrutschungen, die Straßenabschnitte teilweise wochenlang blockieren, keine Seltenheit. Man muss reißende Flüsse durchqueren, verbringt viele Tage auf über 4000 Meter über dem Meer, ist umgeben von vielen 7000 Meter hohen Berggipfeln und man ist so weit ab der Zivilisation, dass der Sternenhimmel unendliche Tiefen annimmt. Ein naturgewaltiges Abenteuer. Das Wakhan Valley bildet die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan und an manchen Stellen wird der Grenzfluss so schmal, dass man mit den Afghanen auf der anderen Seite sprechen kann. Die Grenze ist stark bewacht und die Region politisch alles andere als stabil. Bevor man sich also auf den Weg nach Tadschikistan macht, sollte man sich vorher über die Sicherheitslage informieren. Auch für uns waren die Wochen ein einprägsames Erlebnis mit allen Höhen und Tiefen, die zu so einer Tour dazugehören. Auch wenn jeder Streckenabschnitt für sich den Titel Highlight verdient hat, so ist uns das Wakhan Valley und die Karakol-Ebene im Norden Tadschikistans besonders in Erinnerung geblieben. Und weil Bilder mehr als 1000 Worte sprechen, hat Raini eine wunderschöne Pamir Highway Videoserie geschnitten. Alle 3 Teile verlinken wir euch rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Highlight Nummer 2: in der Türkei entlang der Schwarzmeerküste. Zugegeben, die Türkei ist im Allgemeinen ein Radreisehit. Egal ob der bergige Süden, die Höhlen Kappadokiens in der Zentraltürkei oder die raue Schwarzmeerküste im Norden. Das Facettenreichtum der Türkei ist nur schwer zu überbieten und so hat sich die Türkei zu eines der beliebtesten Radreiseländer entwickelt. Eines unserer vielen Türkei-Highlights, die fast unberührt erscheinende Schwarzmeerküste im Nordwesten der Türkei. Wer authentisch türkischen Flair erleben will und dabei immer wieder die Füße ins kalte Nass stecken möchte, um sich danach in einer urigen Teestube bei heißem Chai wieder aufzuwärmen, der sollte im Herbst der Schwarzmeerküste zwischen Bartin und Samsun folgen. Herzliche Gastfreundschaft gepaart mit den bunten Farben des Herbstes entlang wilder Küstenformationen machen diese Ecke der Türkei zu einem unvergesslichen Abenteuer. Aber Achtung! Kurze, aber äußerst knackige Anstiege sind hier des Radfahrers täglich Brot. Und auch der Regen kann zum unangenehmen Dauerbegleiter werden. Wenn dich diese Ecke der Welt besonders interessiert, verlinken wir dir rechts oben das Video zu unserer Zeit an der Schwarzmeerküste. Highlight Nummer 3: Oman, Hatscha-Gebirge. Oman, Oman. Für uns Europäer scheinbar noch ein weißer Fleck auf der Landkarte, hat sich der Oman längst als Reiseland der Extraklasse entpuppt. Hier ist alles aufregend. Die Kultur, die Berge, die Wüsten, die Oasen. Immer mehr Radfahrer setzen den Oman als Radreisedestination ganz oben auf die Liste, bietet er doch die perfekte Kombination aus Abenteuer und Sicherheit. Und weil auch wir uns Hals über Kopf in dieses ach so andere Land verliebt haben, haben wir gleich 2 Routen in unsere Highlight-Liste aufgenommen. Wer es richtig abenteuerlich will, dem sei das Hatscha-Gebirge ans Herz gelegt. Die Überquerung von Niswa nach Rustak im Norden Omans fordert selbst hartgesottene Radfahrer heraus. Wir raten dringend davon ab, diese Route in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. An einem Tag haben wir 15 Kilometer bergab zurückgelegt und wussten am nächsten Tag nicht mehr, wie wir es mit unserem Muskelkater die letzten Kilometer zurück in die Zivilisation schaffen sollten. Für die Strapazen wird man aber ordentlich belohnt. Blicke auf die wildesten Gebirgsketten, saftig grüne Oasen mit unendlich vielen Dattelpalmen und glasklarem Wildwasser. Ein Ort, der sich für immer in unserer Erinnerung festgefressen hat. Auch hierzu gibt es ein Video unserer Reise. Das Kontrastprogramm zum Hatscha-Gebirge im Norden Omans ist die Wüstendurchquerung von Maskat nach Salalah. Und das bringt uns zum Highlight Nummer 4, die Wüstendurchquerung von Maskat nach Salalah im Oman. Wahrscheinlich muss man schon der Typ dazu sein, um an diese Strecke Gefallen zu finden. Schließlich sieht man tagelang oder sagen wir besser wochenlang nicht viel mehr außer Wüste, Meer und hier und da ein Fischerdörfchen. Wenn man Glück hat, mischt sich mal eine Schlange oder ein Skorpion ins Bild. Je tiefer wir in die Wüste geradelt sind, desto besser hat es uns gefallen. Die Straßen sind ausgezeichnet, der Verkehr beinahe nicht vorhanden,
Das Wildcampen in der Wüste ein absurd schönes Erlebnis und Wasser bekommt man fast immer in regelmäßigen Abständen. Das Highlight wartet dann am Ende der Wüste, die tropischen Oasen und Berge rund um Salalah. Hier wachsen Papayas, Bananen und Kokosnüsse, die Papageien fliegen von Palme zu Palme und man hat das Gefühl, hinter der Wüste am anderen Ende der Welt angekommen zu sein. Würde dich auch eine Fahrt durch die Wüste reizen? Dann hol dir mehr Eindrücke in unserem Wüstenvideo. Highlight Nummer 5. China am tibetischen Hochplateau von Litang nach Benzilan. China ist die unbestrittene Nummer 1, wenn es um Straßenbau geht. Geht nicht, gibt's nicht, ist hier das Motto. Denn Naturgewalten zu Trotz werden in China Straßen gebaut, wo man bei uns nur noch die Hände über den Kopf werfen würde. Egal wie hoch der Berg, wie tief die Schlucht, wie unwegsam das Gelände, in China scheint es keinen Grund zu geben, ein Straßenbauprojekt nicht durchzuführen. Als Radreisende kommt man da oft in ein moralisches Dilemma. Einerseits fühlt man sich schlecht, als Tourist solche irrsinnigen Straßen zu nutzen. Andererseits bieten genau diese Straßen als Radfahrer den größten Komfort. Geschmeidiger Asphalt, der in die wildesten Landschaften führt. So bequem haben wir davor noch nie einen Berg in diesen Höhen bezwungen. Denn auf der rund 500 Kilometer langen Route von Litang nach Benzilan fährt man bis auf 4700 Meter hinauf, wovon lediglich 5 Kilometer nicht asphaltiert sind. Auf den restlichen Kilometern hat man die perfekte Straße fast ganz für sich allein. Und mal abgesehen von den Straßenverhältnissen, hier oben ist man auf dem tibetischen Hochplateau, erlebt die tibetische Kultur hautnah und fährt durch eine der fantastischsten Bergwelten, die wir je gesehen haben. Wir bekommen jetzt noch Gänsehaut bei dem Gedanken an diese Landschaft. Die abschließende Krönung ist die neu erschlossene Schlucht kurz vor Benzilan. Was hier auf 100 Kilometer gebaut wurde, ist schier unfassbar. Schaut euch diese Aufnahmen an. Kommen wir nun von China zurück nach Europa. Hier befindet sich unser Highlight Nummer 6, Montenegro, die Überquerung des Durmitor Nationalparks. So nah und so schön. Im Norden Montenegros befindet sich das Durmitor Bergmassiv im gleichnamigen Nationalpark, der zu Recht UNESCO-Weltnaturerbe ist. Um das Gebirge zu überqueren, sind wir von Blučine nach Šabeljak auf der Straße P14 entlang gefahren und sind aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Die mächtigen Felswände und unendlichen Weitsichten haben uns sofort in ihren Bann gezogen und die 1700 Höhenmeter sind wie im Flug vergangen. Auf dieser kurzen Strecke kann man in nur wenigen Kilometern eine kleine Weltreise erleben. Nicht enden wollende grüne Bergwiesen wie in der Mongolei, Felswände wie in den Schweizer Alpen und Wälder wie in Kanada. Besser geht's nicht. Highlight Nummer 7. Nordnorwegen entlang der Küste ans Nordkap. Es ist kein Geheimnis mehr. Norwegen hat unser Herz erobert, besonders der hohe Norden. Auch wenn die komplette Küstenroute ein einziger Traum ist, am spektakulärsten empfanden wir die Landschaften ab den Lofoten und weiter nördlich. Hat man die Lofoten, die wunderschön aber auch sehr überlaufen sind, erstmal verlassen, ist man quasi Alleinherrscher der Straßen. Dort oben ist einfach nichts mehr los. Die Natur und gelegentlich auch das Wetter ist unvergleichlich, die Menschen offen und so herzlich, das Wildcampen ein einziges Paradies. Die Fjorde sind umringt von steilen Bergwänden, die Gletscher blinzeln zwischen den Gipfeln hervor und die Geier kreisen in der Luft. Da muss man schon Acht geben, vor lauter in die Luft schauen, nicht das nächste Rentier auf der Straße zu übersehen. Highlight Nummer 8, Schottland, die Nordwestküste in der Nebensaison. Schottlands Küste hat uns sprichwörtlich den Atem geraubt. Folgt man der kleinen Straße NC 500, die mittlerweile erfolgreich als die Route 66 Schottlands vermarktet wird, kommt man unweigerlich an den imposantesten Küstenformationen vorbei. Aber Achtung! Die Beliebtheit dieser nördlichsten Ecke Schottlands wächst von Jahr zu Jahr und in der Hochsaison wird die enge Straße zu einem Nadelöhr. Wir raten daher, diese Route ausschließlich in der Nebensaison, also im Frühling oder im Herbst, zu fahren. Das Wetter kann dann zwar ungemütlich werden, dafür hat man aber keine Mückenplage, etwas ruhigere Straßen und überhaupt entschädigt das Erlebnis für alle Strapazen. Unsere schönsten Videoaufnahmen aus Schottland werden wir bis Ende des Jahres hier auf YouTube veröffentlichen. Wer das nicht verpassen will, kann gerne unseren Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und wir versprechen euch, die Landschaftsaufnahmen der kommenden Videos werden extra gut. Schreibt uns noch gern eure persönlichen Highlights in die Kommentare und erklärt gerne, warum euch diese Tour so gut gefallen hat. So können wir die schönsten Radreiserouten sammeln und uns gegenseitig auf neue Abenteuerideen bringen. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video.